Heute ist der Tag, wo ich endlich groß muss. Ein Mann, allein in der Wildnis Schwedens. Eine Insel, ein Kanu, eine Chance. 7 Tage. Daniel. Wird er die Challenge meistern oder wird er scheitern? One versus Wild. Hyped, Bock, Angriff! Daniel, jetzt dauert es nicht mehr lange und du hast die 7 Tage geschafft. Damit dir heute nicht langweilig wird und da du in den letzten Challenges eher durchschnaufen konntest, kommt nun eine neue Herausforderung. Challenge Steinschleuder Dart. Deine Aufgabe ist es, eine Steinschleuder zu bauen. Dafür darfst du jegliches Material benutzen, was du in der Natur findest oder selbst mitgebracht hast. Nachdem du die Steinschleuder gebaut hast, ist es an der Zeit, ihre Zielgenauigkeit zu testen. Baue dafür eine Zielscheibe. Wie groß und ob sie in Ringen unterteilt ist, bleibt dabei deiner Kreativität überlassen. Du hast die Challenge gemeistert, wenn du ein Video davon gemacht hast, wie du vor Sonnenuntergang mit deiner Steinschleuder einen Stein auf deine Zielscheibe schleuderst. Das Video darfst du auch im Nachhinein zur Bewertung vorlegen. Become Legolas. Piu. So, jetzt haben wir hier ein schönes Loch. Mein Toilettenpapier habe ich auch schon gesammelt. Schön in die Hocke gehen und send it. Manchmal mache ich einfach nur ein paar Schritte und dann stehe ich wieder für ein paar Minuten und schaue einfach nur in die Ferne. Irgendwas ist mit meinem Magen. Ich weiß nicht, ich hatte vorhin ein Hungergefühl, aber jetzt grummelt der so komisch und ab und zu bekomme ich so Schüttelfrost. Ich glaube, ich skippe jetzt erstmal mein Heidelbeer-Festmahl und guck, wie sich das über den Tag entwickelt. Heute geht's mir echt nicht so gut. Ich habe so ein leichtes Übelgefühl. Mein Bauch ist komisch und ich war schon zum 2. Mal jetzt auf dem Klo. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich will nicht aufgeben, deswegen muss ich meinen Körper in den Griff kriegen. So, mal schauen, wie ich das mache. Ich dachte, ich mache mich jetzt mal an die Steinschleuder. Dazu habe ich einen Stein, meinen Lendenschutz von gestern mit Paracord und einen Stock. Und die Idee ist, ich habe den Lendenschutz jetzt schon ein bisschen gebogen. Der ist das Behältnis für den Stein. Dann kommt hier links und rechts noch ein Hindernis hin. Und das Ganze wird dann an den Stock befestigt. Und dann, hui, fliegt der Stein hoffentlich in sein Ziel. So sieht das Ganze jetzt aus. Schön verzurrt. Hier hinten, hier die Schnur zusammengeführt. Und haben wir das Ganze geknotet und befestigt. Funktioniert das jetzt so? Ja.
gute 5 Meter geflogen. Das reicht mir erstmal. Jetzt bauen wir die Zielscheibe. Heute gab es nicht so viel von mir, ging mir nicht so gut, aber jetzt geht's schon besser. Ich habe mich viel ausgeruht, über Sachen nachgedacht und ja, Tag 5 war bis jetzt definitiv der härteste, aber ich würde sagen, let the challenge begin. Nur die Harten kommen in den Garten. Die nächsten 2 Tage werden nochmal spannend, aber ich will es schaffen. Die Umsetzung der Steinschleuder hat das gesamte Team überrascht. Doch sie hat das Ziel erreicht, wenngleich sich manches Challenge-Teammitglied Sorgen um die Sicherheit gemacht hat. Somit gilt Challenge 5 als gemeistert. Guten Morgen. Ja, die Nacht war eigentlich wie die anderen Nächte auch etwas kalt, aber ging. Heute geht's mir wieder ein bisschen besser wie im Vergleich zu gestern. Aber ich merke deutlich, wie ich quasi an Kraft verliere, wie ich kraftlos bin. Alles fällt mir schwerer. Aber jetzt ist ja schon Tag 6 und bald ist es geschafft. Kommen wir nun zur Challenge. Daniel, wie die Zeit fliegt. Heute soll nicht nur die Zeit fliegen, sondern auch etwas ganz anderes. Und damit herzlich willkommen zu deiner vorletzten Challenge, die da wäre Challenge Steine fliegen. Deine Aufgabe ist es, Steine über den See springen bzw. fliegen zu lassen. Je öfter der Stein auf der Wasseroberfläche aufkommt, umso mehr Punkte sammelst du. Mache ein Video vom Steineditschen, wenn dir das möglich ist. Das Video kannst du nachträglich schicken. Viel Spaß bei der richtigen Steinsuche und der passenden Technik. Ja, die Steinsuche. Also den richtigen Stein zu finden, wird hier auf jeden Fall schwierig, weil hier gibt es fast keine Steine. Nach meinem Verständnis müssen die Steine auch möglichst flach sein, was hier eigentlich absolut halt gar nicht geht. Aber ich werde mich mal auf die Suche begeben. Ich habe hier doch ein paar kleinere Steine gefunden. Den hier. Tag 1 bis 4 ist easy machbar. Ab Tag 5 startet die Challenge. Let the challenge begin. Ich sitze hier gerade so, schaue aufs Wasser und denke mir, jetzt gerade findet Staffel 3 von Seven vs. Wild in Kanada statt. Und welche der Kandidaten wird an Tag 13 immer noch dabei sein? Fritz und Martin denke ich auf jeden Fall. Auch Joey Kelly und sein Partner. Bei Trimax und Romatra bin ich mir nicht sicher. Ich denke, Knossi und Sascha werden zwar Probleme haben beim Shelterbauen, aber Fischen und so kein Problem. Deswegen denke ich, dass sie
auch genügend Kraft haben werden und ich glaube jetzt noch drin sind. So, jetzt haben wir alle Steine und ich würde sagen, wir fangen mal. Das war auch nichts. Die gehen einfach runter wie ein Stein, scheiße. Sind ja auch Steine. Oh, 2. Der ist mir aus der Hand gerutscht. So, die letzten 2. Scheiße, gar nichts. Und das ist eigentlich mein Hoffnungsschimmer. Der ist auch ziemlich schwer. Auch 2. Ja, 2 Punkte. Ich mag das Wasser hier nicht mehr. Aus meinem Filter. Das hat irgendwie einen ganz komischen Eigengeschmack bekommen. Schmeckt einfach widerlich. Mittlerweile bin ich an der letzten Gürtelschnalle angekommen. Ich bin jetzt gerade das Stück von der Wasserstelle hier hoch. Ich bin voll außer Atem. Ich musste jetzt meinen Ring an den Zeigefinger, weil beide Ringfinger sind jetzt so schmal geworden, dass der Ring mir sonst runtergerutscht wäre. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, doch noch eine kleine Mahlzeit zu mir zu nehmen und hoffe, dass ich sie vertrage. Der Stock ist fertig verarbeitet. Jetzt überall alles abgemacht. Und jetzt fehlt morgen nur noch das Anmalen und Verzieren. Dann ist er auch fertig. Kommen wir zum Fazit von Tag 6. Kräfte lassen nach. Heute viel einfach nur rumgesessen und nachgedacht. Die Heidelbeeren, die ich vorher gegessen habe, haben zumindest meinen Hunger gestillt und nichts ist schlimmer geworden, was schon mal gut ist. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann morgen. Bei der Challenge Steine fliegen hat der Stein zweimal die Wasseroberfläche berührt, bevor er untergegangen ist. Für diese 2 Ditcher erhältst du 2 Punkte. Die Challenge gilt somit als gemeistert.